Wenn es um das Fernsteuern von digitaler Audio-Hardware geht, dann kommt in den meisten Fällen MIDI zum Einsatz. MIDI steht für Musical Instrument Digital Interface und die Behringer Wing kann beides, nämlich fernsteuern, aber sich auch via MIDI fernsteuern lassen. Und wie das funktioniert und was ihr dazu braucht, das zeige ich euch in der heutigen Folge Bastis Bassstunde. Viel Spaß! Ja, liebe Audio-Engineers, liebe Mixing-Freunde, herzlich willkommen zurück zur Bastis Bassstunde. Heute dreht sich bei uns alles um das Thema MIDI. Ich zeige euch heute zwei Sachen. Die Behringer Wing kann ja zum einen MIDI-Signale senden, sowohl von den Snapshots als auch über die Custom Control Taste hier. Und ich zeige euch, wie ihr diese MIDI-Signale abschicken könnt und an die richtigen Empfänger adressieren könnt. Das zweite, was ich euch auch zeige, ist, man kann die Behringer Wing auch fernsteuern per MIDI, zum Beispiel von einer DAW. In meinem Fall nutze ich heute Cubase in diesem Beispiel. Ich würde sagen, ihr abonniert jetzt noch meinen Kanal. Da unten ist der Subscriber-Button, Glocke an und dann starten wir voll durch mit dem Thema MIDI und der Behringer Wing. Um die Behringer Wing mit anderen MIDI-Geräten zu verbinden, gibt es zwei Möglichkeiten. Ihr habt DIN-Ports hinten, also einen MIDI-In- und einen MIDI-Out-Port direkt an der Konsole. Damit könnt ihr die Konsole ganz klassisch per MIDI-Kabel mit einem anderen MIDI-Gerät verbinden. Das zweite, was ihr tun könnt, und das empfiehlt sich vor allem, wenn man einen PC zur Hand hat, ist, man kann die Konsole auch mit USB, mit einem PC verbinden und die MIDI-Signale dann über den PC schicken. In meinem Beispiel heute nutze ich die USB-Schnittstelle und den PC, funktioniert aber genauso mit den DIN-Buchsen. Ich zeige euch später auch noch, wie ihr das umstellen könnt. Was ich aber brauche, wenn ich MIDI über USB schicken will, ist ein entsprechender Treiber. Und dabei ist es auch völlig egal, welches Audiosignal ich zum PC schicke. Also wenn ich jetzt ein Dante-Signal zum Beispiel nutze oder ein IS-50-Signal, dann brauche ich dennoch eine USB-Verbindung, um diese MIDI-Steuerung darzustellen. Das funktioniert nicht über Audioprotokolle. Dazu geht ihr auf die Behringer Seite und tippt hier oben in der Suche Wing ein. Dann gelangt ihr auf die Seite von der Wing und hier oben bei Downloads gibt es dann eben entsprechend diesen Wing USB Audio Driver. Und den ladet ihr euch runter und installiert den. Weil immer so viele danach fragen, zeige ich euch jetzt in meinem Beispiel konkret, wie ihr mit einem Snap, den ihr auf der Behringer Wing ladet, auch einen anderen Snapshot im Waves Super Rack aufrufen könnt. Nachdem ich also diesen Treiber jetzt installiert habe, öffne ich hier Waves Super Rack. Ich habe jetzt hier die Performer-Variante geladen, geht aber genauso gut auch mit der Soundgrid-Variante. Jetzt muss ich hier erstmal ein paar Einstellungen vornehmen. Und zwar muss ich hier auf Setup klicken und muss mir hier unten einen Controller einrichten. Ihr seht, ich habe hier die Möglichkeit, 5 Controller einzurichten und ich nehme mir jetzt den ersten Slot und sage hier, das wird ein MIDI-Controller. Jetzt hat er mir hier einen MIDI-Controller angelegt. Ich klicke auf das Zahnrad und konfiguriere den. Hier links kann ich jetzt auswählen, woher ich meine MIDI-Signale erwarte, bei MIDI-In. In meinem Fall wähle ich jetzt hier Wing MIDI Control, denn das ist das MIDI-Gerät, das der Wing-Treiber zur Verfügung stellt. Hier drüben kann ich jetzt auswählen, welche Adresse das Gerät haben soll. Es ist ja so, in dem ganzen MIDI-Netzwerk braucht jedes Gerät seine Adresse, an das ich dann später Befehle schicken kann. In meinem Beispiel nehme ich jetzt einfach mal hier die MIDI-Adresse 3, um euch zu zeigen, wie das dann alles zusammenspielt. Okay, jetzt sind wir hier eigentlich soweit schon fertig. Damit wir jetzt aber auch noch sehen können, dass sich hier was verändert, lege ich jetzt hier oben noch 2 Snapshots an. Das heißt, ich mache hier einfach ein Rack und lege hier 2 Plugins rein. Einmal nehme ich jetzt hier einen Q1 Equalizer. So, da ist er. Hier ziehe ich jetzt mal ein bisschen. Und also das ist jetzt alles nur, dass wir ein Beispiel haben, dass ihr auch seht, dass sich später hier was verändert. Und ich lege noch ein zweites Plugin mit rein. Nämlich hier einen Doubler 4. So, ich schalte jetzt den Doubler aus. Und den Q1 lasse ich jetzt mal so und speichere mir hier oben den ersten Snapshot. Ich sage hier Store New Snapshot. Und wichtig ist jetzt hier, dass wenn ihr den Snapshot speichert, MIDI Snap 1, dass ihr hier eine externe ID vergebt. Das ist nämlich die ID, die ich später aufrufen kann über MIDI.
In meinem Fall die 1. So, und jetzt machen wir noch einen zweiten Snapshot, bei dem ich jetzt hier das obere Plugin ausschalte, das untere Plugin schalte ich ein und ich ändere das hier nochmal. Sag hier Store New Snapshot diesmal, nenne den MIDI Snap 2 und gebe dem die ID 2. So, jetzt testen wir mal, ob die Snaps abgespeichert sind. Das heißt, ich kann jetzt hier oben einmal den Snapshot 1 aufrufen. So, hier ist er. Ihr seht, die Nase ist hier nach unten gezogen und die Plugins sind Equalizer an, Doubler aus. Und das gleiche habe ich noch mit dem Snap 2. Hier ist die Nase hier hinten nach oben gezogen und hier ist jetzt der Doubler ein und der Equalizer aus. Jetzt haben wir zwei Snaps, die wir hier aufrufen können. Und jetzt müssen wir die Wing konfigurieren, dass die diese beiden Snaps auch aufruft. Das Pult ist aktuell komplett jungfräulich, das heißt, ich habe alles gelöscht, habe es initialisiert und es ist jetzt also nichts gespeichert. Zuerst müssen wir ein paar Sachen konfigurieren. Nämlich, ich kann hier im Setup bei Remote auswählen, welche MIDI-Control-Funktion ich haben möchte. Und das, was wir jetzt hier brauchen, um quasi was aus dem Pult hinauszusenden an das Super Rack, das ist hier diese Scene MIDI TX. Und ich stelle die jetzt auf USB. USB deswegen, weil ich euch ja vorhin gesagt habe, ich schicke meine Signale über USB an den PC, an den Treiber. Wenn ihr über die DIN-Buchsen arbeiten wollt, dann könnt ihr hier DIN auswählen. Ich zeige euch aber später noch, wie ihr das machen könnt, dass das egal ist, was ihr auswählt. Eins von beiden. So, wichtig sind auch immer hier diese kleinen I's, da kann man nämlich draufdrücken und dann kriegt man hier eine Information, was die jeweilige Option im Menü macht. In meinem Fall ist es jetzt hier Any MIDI Message can be sent. Use hexadecimal notation, optionally separated by blank or comma. Also man kann sich entscheiden, ob man Leerzeichen zwischen den einzelnen Befehlen macht oder ein Komma. Und jetzt noch ganz wichtig, use D Doppelpunkt or U Doppelpunkt to route to DIN or USB. Und das ist jetzt ganz wichtig. Ich kann nämlich mit einem D Doppelpunkt oder mit einem U Doppelpunkt vor meinem Hex-Befehl auswählen, ob der jetzt an die DIN-Buchsen oder an die USB-Schnittstelle geschickt wird. Das heißt, ich kann jeden Befehl individuell rausschicken aus dem Pult. Ich bin nicht an DIN oder USB gebunden. Das heißt, jemand, der USB und DIN verbunden hat mit dem Pult, der kann auch an beide Schnittstellen Signale schicken. So, wir machen das hier jetzt trotzdem auf USB und ich speichere mir jetzt hier mal in der Show Control zwei Szenen ab. Zuerst brauche ich natürlich eine neue Show, Create, und die heißt jetzt Test MIDI. Das ist jetzt meine Show. Die ist jetzt natürlich leer, es sind aktuell keine Snaps, keine Szenen drin. Und wir speichern uns jetzt zwei Snaps ab, mit denen wir dann drüben am PC diese zwei Snaps aus dem Super Rack ausrufen. Und damit wir auch wirklich sehen können, dass ein anderer Snap geladen ist, mache ich das jetzt einfach so. Im ersten Snap sind diese 4 Fader oben. Ich sage hier Save und Scope. Und ich mache All, möchte dann aber, Achtung, die Config nicht mitspeichern. Die Config speichere ich deshalb nicht mit und die Preferences und Surface, weil da eben diese MIDI-Control im Setup mit drin ist. Also diese Scene MIDI TX, die ist da mitgespeichert. Und wenn ich die später umstelle, dann muss ich die, wenn ich die mitspeichere, bei jedem einzelnen Snap umstellen. Und das möchte ich nicht, deswegen lasse ich die jetzt und speichere die lieber später als extra Snap mit eben nur diesen Einstellungen ab. So, also nochmal Save plus Scope, die nehme ich raus, ich mache Save und ich mache Snap MIDI 1. So, und jetzt der zweite Snap. Hier ziehe ich jetzt diese 4 Fader runter und schiebe diese 4 Fader nach oben und sage hier Save und Scope und mache das gleiche wieder. Snap MIDI 2. Jetzt können wir kurz prüfen, ob das funktioniert. Ich rufe den ersten Snap auf. Passt. Ich rufe den zweiten Snap auf. Passt. Aber am Super Rack sehen wir jetzt natürlich im Moment noch keine Veränderung. Warum ist das so? Ja, weil wir ja noch nichts rüberschicken. Wir schicken ja noch keinen MIDI-Befehl an das Super Rack. Wie kann ich jetzt also mit dem Snap-File einen MIDI-Befehl darüber schicken? Dazu gehe ich auf Show, wähle den jeweiligen Snap aus, mit dem ich das Signal schicken möchte und gehe hier auf, hier ist das Symbol, wer es nicht findet, Send MIDI. Und jetzt sagt er hier, ich kann ja einen TX-String eingeben. Und ich gebe jetzt in meinem Fall
den TX-String ein, den ich brauche, um im Super-Rack einen Snap umzustellen. Als erstes brauche ich ein C. Das C im MIDI-String an erster Stelle steht für Program Change. Es gibt auch noch Control Change, Node On, Node Off Befehle. Die haben dann jeweils andere Hex-Vorzeichen. Program Change, was wir hier brauchen, beginnt mit einem C. Das nächste Zeichen im MIDI-String ist die Adresse, die wir eben eingestellt haben. Und ihr erinnert euch, wir haben das Super Rack drüben am PC auf die Adresse 3 gestellt. Es ist so, die Adresse im String ist immer die echte Adresse -1. Also, es geht bei 0 los. Das heißt, das MIDI-Gerät mit der Adresse 1, man sagt auch MIDI-Channel dazu, mit dem MIDI-Channel 1 hat die 0 im String. Das Gerät mit der 2, mit dem MIDI auf MIDI-Channel 2 oder mit der MIDI-Adresse 2 hat die 1. Und wir sind auf MIDI-Channel 3, MIDI-Adresse 3 und müssen somit hier eine 2 eingeben. Es folgt ein Leerzeichen und jetzt folgt hexadezimal das Programm oder der Snap, den ich laden möchte. Und hier, ihr erinnert euch, habe ich vorhin eben diese externen IDs vergeben, diese Nummern. Und genau die brauche ich jetzt an dieser Stelle. Und ich erinnere mich, dass mein Snap MIDI 1, also das Programm, das ich mit dem Snap hier laden will, die 1 bekommen hat. Deswegen mache ich jetzt hier 01 und sage OK. Dann gehe ich auf den Snap MIDI 2 hier an der Wing und ich mache das gleiche. Ich sage hier C2 für Program Change und MIDI Channel 3. Und jetzt lade ich hier aber nicht den Snap 1, sondern den Snap 2. Okay, ich sage hier einmal kurz Save, dann speichert er das zur Show. Und wenn ich jetzt den Snap aufrufe, und das werdet ihr jetzt sehen, also ich wähle jetzt hier den Snap 1 und wir schauen jetzt drüben aufs Super Rack, dann sehen wir, dass er jetzt mitwechselt. So, würde ich jetzt hier beim Setup auf DIN umschalten, ja, also dann schickt er den Befehl jetzt nicht mehr, also den MIDI-Befehl, der schickt den jetzt nicht mehr an die USB-Schnittstelle, sondern jetzt schickt er den an die DIN-Schnittstelle. Und wenn ihr jetzt rüberschaut in Super Rack, dann seht ihr, dass der Snap nicht wechselt. Das kann ich aber umgehen, indem ich hier einfach sage, in dem String von dem Snap, also in dem MIDI-String, ich setze hier ein U-Doppelpunkt an den Anfang. Das mache ich bei dem und das mache ich auch bei dem. U-Doppelpunkt. Und wenn ihr jetzt rüber schaut, dann seht ihr, dass es wieder funktioniert, weil durch dieses U-Doppelpunkt weiß er, okay, diesen MIDI-String muss ich an die USB-Schnittstelle senden. Genau das gleiche könnt ihr jetzt übrigens auch machen über die Custom Controls hier am Pult. Auch das zeige ich euch, wie das funktioniert. Dazu klickt ihr hier einmal auf View, damit ihr diese Custom Controls konfigurieren könnt. Wählt euch dann den jeweiligen Button aus, mit dem ihr den MIDI-Befehl abschicken wollt, um den jeweiligen Snap zu laden. Dann gibt es hier unten diesen MIDI Program Change. Wir sind hier auf Channel 3. Hier ist jetzt nicht mehr Hex, hier ist jetzt wirklich, geht es bei 1 los, also 1, 2, 3. Und wir wollen das Programm 1 laden mit dem und mit dem Nachbar-Button wollen wir hier auf Channel 3 das Programm 2 laden. Dann kann ich jetzt hier mit den beiden Custom Controls die Snaps laden. Nein, kann ich noch nicht. Ihr seht, wenn ich hier drücke, verändert sich erstmal gar nichts. Das liegt jetzt an zwei Sachen. Das erste ist, wir haben das nicht aktiviert, dass die Custom Controls über die USB-Schnittstelle rübergeschickt werden. Dazu Setup, Remote und dann gibt es hier External MIDI Control. Wenn ich hier aufs I drücke, dann seht ihr hier MIDI Control Change, Node and PC Commands on Custom Controls. PC Commands steht hier für Program Change Commands und das sind ja eben genau die ich gerade rausschicke. Das heißt, ich mache hier erstmal den USB an. Wenn ich jetzt drauf drücke, dann seht ihr schon mal, dass MIDI am Super Rack ankommt. Das seht ihr rechts oben an der MIDI-Leuchte, die jedes Mal, wenn ich hier drauf drücke, aufleuchtet. Das zweite, was ich wissen muss, ist, dass ich hier die Programme von 1 bis 128 zur Auswahl habe. Wenn ich hier jetzt reinschaue, welche IDs ich vergeben habe, das sehe ich hier oben
Hier auf Show kann ich mir das anschauen. Dann sehe ich, dass ich für den MIDI-Snap 1 die Adresse 1 vergeben habe und hier für den MIDI-Snap 2 die Adresse 2. Allerdings ist das Adressband hier nicht das gleiche. Wenn ich nämlich hier Programm 1 schicke, dann entspricht das hier im SuperRec nicht der ID 1, sondern der ID 0. Denn ihr seht, die ersten 128 Programme hier gehen von 0 bis 127. Das heißt, hier 0 ist gleichzusetzen mit hier drüben auf der Wing Programm 1. Da ich jetzt aber hier 1 und 2 ausgewählt habe als Programme, muss ich hier logischerweise das Programm 2 und 3 auswählen. Also, denn Programm 1 wäre 0, Programm 2 ist 1, Programm 3 ist 2. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, ob die Bänder von 0 bis 127 oder von 1 bis 128 gehen. Jetzt müsste aber alles sauber eingerichtet sein und ich kann jetzt eben mit den beiden Custom Controls hier, ihr seht, den Snap wechseln. So Leute, was sagt ihr? Ganz easy, wenn man es weiß, oder? Controller einrichten, MIDI-Adresse bzw. MIDI-Kanal vergeben und dann eben übers Pult einen Hexstring an die jeweilige Adresse oder an den jeweiligen MIDI-Kanal senden. So funktioniert das. Und in die andere Richtung funktioniert das natürlich auch. Ihr könnt einfach auch Signale ans Pult senden und damit das Pult steuern. Das zeige ich euch mit Cubase. Ich habe jetzt hier ein leeres Cubase-Projekt und zum Steuern von MIDI-Signalen brauche ich natürlich eine MIDI-Spur. Das heißt, ich füge mir hier eine MIDI-Spur ein. Die nenne ich jetzt mal Wing Control. Jetzt muss ich auswählen, an welches MIDI-Gerät, an welches MIDI-Device diese MIDI-Spur ihre MIDI-Befehle senden soll. Und das kann ich jetzt hier drüben auswählen. Ich wähle jetzt hier also Wing MIDI Control. Das ist ja das Device, der Treiber von der Behringer Wing. Und jetzt muss ich wissen, an welchen Kanal ich jetzt, also an welchen MIDI-Kanal bzw. an welche Adresse ich meine Signale schicke. Und dazu werfen wir einen Blick in die Wing. Wenn ihr hier auf Setup drückt, dann seht ihr hier verschiedene Optionen. Und es gibt hier zum einen Show Control und es gibt hier Scene Change. Show Control nützt ihr dafür, um die Befehle, die hier drüben auch in der Show Control verbaut sind, also Next, Go, Previous, Go Next and Previous und Go, abzuschießen. Wenn ihr Szenen direkt laden wollt, also Snaps, Szenen sind ja hier in dem Fall, also unsere Szenen sind ja Snaps oder es gibt auch andere Szenen, zum Beispiel Clips. Wenn ihr die direkt laden wollt, weil die ja eine Nummer bekommen, dann nützt ihr hier Scene Change. Ich stelle also jetzt diese Scene Change auf USB, denn ich möchte ja hier jetzt konkret von der USB-Schnittstelle die Signale empfangen. Und jetzt muss ich noch wissen, auf welchem MIDI-Kanal bzw. auf welcher Adresse ich die Signale schicken muss von Cubase rüber. Und da hilft jetzt wieder dieses kleine i hier, da klicke ich einmal drauf. Und hier gibt er mir jetzt weitere Infos zu eben genau dieser Option. Hier steht jetzt MIDI Scene Change, MIDI Channel 7. Das heißt, die Behringer Wing erwartet jetzt eben auf diesem MIDI Channel 7 die Befehle zum Snap wechseln über MIDI. Ich stelle somit hier diesen MIDI-Kanal in Cubase auf 7 um. Und jetzt brauche ich hier mal kurz ein paar Noten, die ich mir eintrage. So, und ich habe jetzt hier schon eingestellt den Program Change. Das ist wichtig, dass ihr das hier auf Program Change stellt, also nicht auf Anschlagstärke oder Pitch, sondern Program Change. Das wäre eben exakt dieses C, was ich vorhin auch eingegeben habe in den String. Das ist eben dieser Program Change. So, und ich will jetzt hier mal kurz bei Takt Nummer 3 wechseln auf die Szene 1. Das heißt, ich mache hier bei Takt 3 die 1 und bei Takt 6 möchte ich wechseln auf die Szene 2 und bei Takt 10 möchte ich wieder wechseln auf die Szene 1. Und dann mache ich mir hier noch einen Loop zum Takt 13. Und wenn ich das jetzt abspielen lasse, dann werdet ihr sehen, dass die Behringer Wing wechselt, jeweils wenn hier dieser Punkt kommt. So, und jetzt seht ihr immer, wenn Cubase hier an einem MIDI-Befehl vorbeikommt, schaltet es den Snap am Pult um. Das könnt ihr jetzt super nutzen für Automation zum Beispiel, wenn ihr irgendwie einen Track
gebaut habt, wo ihr zwischen Refrain, Strophe und einem dritten Teil zum Beispiel verschiedene Snaps umschalten wollt, zum Beispiel wenn ihr ein Gitarrensolo lauter zieht, dann könnt ihr hier einen Snap speichern und dann wird er im richtigen Moment eben geladen. So Leute, so funktioniert das mit dem MIDI-Controlling von der Behringer Wing zu anderen Geräten und von anderen Geräten zur Behringer Wing. Hat mir wieder mal Spaß gemacht mit euch heute und MIDI-Control könnt ihr jetzt super einsetzen. Ihr könnt verschiedene Geräte einfach mit dem Snap mit abfeuern. Ich zum Beispiel mache das live, dass ich Kameras über den Snap einstellen lasse, also PDZ-Kameras zum Beispiel, die MIDI-fähig sind. Oder ich habe auch noch einen Echo Pro von Line 6. Auch bei dem kann ich Programme mit MIDI laden lassen. Auch das mache ich über die Snaps. Also das ist super flexibel, das geht super. Und wenn man es einmal verstanden hat, dann sollte das Ganze auch keine Probleme mehr machen. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Basti.